Unsere Reise beginnt in Namibias Hauptstadt Windhoek. In den nächsten 20 Tagen werden wir über 4000 Kilometer quer durch Namibia fahren. Unseren ersten Tag verbringen wir damit, einige Vorbereitungen für die kommenden Tage zu treffen und Windhoek unsicher zu machen. Es ist Anfang Dezember und damit der Beginn des Sommers in Namibia. Nachdem wir gut angekommen sind und alles erledigt haben, kehren wir im Joey's Bierhaus ein. Hier gibt es leckeres Gamefilet und köstliche Drinks. Als Unterkunft in Windhoek haben wir uns für das Urban Camp entschieden. Eine kleine Oase in sehr guter und zentraler Lage. Ab nachmittags ist hier auch immer gut etwas los und so leer sieht man die Bar wirklich nur am frühen Morgen. Nach einem leckeren Frühstück verlassen wir dann am nächsten Tag Namibias Hauptstadt Richtung Süden. Unser nächstes Ziel ist die Kalahari-Wüste. Danach fahren wir weiter nach Südwesten an die Atlantikküste nach Lüderitz. Von Lüderitz geht es dann weiter Richtung Norden zum Sossusvlei und nach Swakopmund. Anschließend fahren wir über die Spitzkoppe bis zum Etosha Nationalpark, wo wir einige Tage verbringen, bevor wir wieder zurück nach Windhoek fahren. Auf unserer ersten Etappe fahren wir fast ausschließlich auf der gut ausgebauten B1 immer schön geradeaus Richtung Süden. Nach rund 300 Kilometern erreichen wir unser Ziel, die Kalahari Anep Lodge. Hier haben wir uns für Camping to go entschieden. Das bedeutet, dass wir in einem festen Zelt mit Betten und Badezimmer etwas abseits der Lodge übernachten. Die ganzen Annehmlichkeiten der Lodge wie Pool, Frühstück und Abendessen können wir natürlich auch nutzen. Der große Vorteil von Camping to go ist, dass es deutlich günstiger ist, als in der Lodge zu übernachten und wir hier unsere Ruhe und jede Menge Platz haben. Am Nachmittag machen wir noch eine Sundowner-Tour auf dem riesigen Gelände der Lodge. Unser Guide Moses erklärt uns dabei ein bisschen etwas über Flora und Fauna der Kalahari. Weaver's nest. It's built by beds called sociable weaver bed. This small beds. So they build us very small bed but hard working. So it's sociable weaver beds. So they built this big compound not only for sociable weaver beds but they accommodate other species also. Yes. So it accommodates hundreds of beds. As you can see, there's so many different chambers there. Zum Sonnenuntergang fahren wir auf eine der roten Dünen und lassen den Tag in aller Ruhe ausklingen. Moses bereitet uns zum Sonnenuntergang ein paar Snacks und einige Drinks zu. Neben Bier, Cider und Gin Tonic gibt es auch Red and white wine. I'm afraid the wind is going to get in our food now. Am nächsten Morgen sind wir wieder früh auf der Straße unterwegs, denn heute steht uns mit über 700 Kilometern unsere längste Etappe der Rundreise bevor. Auf
Auf dem Weg nach Lüderitz sehen wir immer wieder die für diese Gegend typischen Köcherbäume. Je weiter wir Richtung Südwesten kommen, desto trockener und einsamer wird das Land. Bald sind unsere einzigen Gefährten ein paar Oryx-Antilopen, die immer wieder unseren Weg kreuzen. Nachdem wir mehrere Stunden durch menschenleeres Land gefahren sind, taucht auf einmal wie aus dem Nichts Lüderitz und der Atlantische Ozean vor uns auf. Wir übernachten auf Shark Island in Kairos Cottage, einer kleinen Unterkunft direkt am Meer mit fantastischem Ausblick. Am nächsten Tag erkunden wir Lüderitz. In der doch sehr ruhigen Stadt scheint die Zeit stehen geblieben zu sein und vielen Menschen begegnen wir nicht auf den Straßen. Wie überall in Namibia gibt es auch hier köstliches Essen, so zum Beispiel beim Portuguese Fisherman oder der Essenzeit direkt am Hafen von Lüderitz. Von hier aus starten auch die Bootstouren, bei denen man einiges über die Geschichte der Gegend lernen kann. If you look at most of the colonial houses that were built, it's all that time area. 1906, 1908. Kommenskop then became a town itself. It was actually one of the richest, that time, the early 1900s, it was one of the richest towns in the world because of the diamonds. Over, I think it's 10 tons or 11 tons of diamonds got mined out of Kommenskop. Ziel der Bootstour ist eine Pinguinkolonie nicht weit von Lüderitz entfernt. Along the African coast, 14 islands where the penguins breed on, and two places on the mainland. A place in Simon Sound called Boulders Beach, and then on Cape Agulhas, most southern point, a bay called Berries Bay. It's only two places where the African penguin breeds on the mainland. There the problem is us humans again. Our dogs catch them, kill them. Our children go and play with the eggs. Once you've played with the nest, the penguin won't go and sit on the egg no more, and it'll abandon them. They only breed once a year and they lay 2 eggs. Both eggs will hatch, but only the biggest chick. Normally the first one that hatches will survive. The younger one will pass on. Auf unserer Rückfahrt eskortieren uns dann noch einige Delfine zurück zum Hafen von Lüderitz. Nur 10 Minuten von Lüderitz entfernt, mitten in der Wüste, liegt die Geisterstadt Kolmanskuppe. 1908 zum Beginn des Diamantenbooms gegründet, schieben sich heute die Dünen langsam in die verlassenen Häuser und die Wüste erobert die verlassene Stadt zurück. Das Leben in dieser lebensfeindlichen Umgebung war sicherlich nicht einfach. Das Trinkwasser und alles, was zum täglichen Leben benötigt wurde, kam mit dem Schiff aus dem ca. 1000 Kilometer entfernten Kapstadt. Baumaterialien, Einrichtungsgegenstände und Maschinen wurden sogar aus Deutschland importiert. Einige Häuser werden täglich vom Sand befreit und sind daher noch sehr gut erhalten. Hier lässt sich noch ganz gut sehen, wie sich das Leben Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts abgespielt hat und welchen Reichtum die kleinen Diamanten der Stadt Kolmanskuppe damals beschert haben. Auch die Kegelbahn des Kegelclubs Gut Holz ist noch voll funktionsfähig.
Unser nächstes Ziel ist der Sossusvlei in der Namib-Wüste. Von Lüderitz aus fahren wir landeinwärts und begegnen auf dem Weg einigen Oryx-Antilopen und Straußen. Wir nehmen die C13 Richtung Helmeringshausen und fahren anschließend auf der C27 Richtung Norden, bis die roten Dünen der Namib vor uns auftauchen und wir Sethurium erreichen. Hier kommen wir in der Sossustion Lodge unter, die den großen Vorteil hat, dass sie im Nationalpark liegt und man damit zu jeder Uhrzeit zum ca. 1 Stunde entfernten Sossusvlei starten kann. Allen anderen ist der Zutritt zum Park nur von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang gestattet. Bei der Fahrt zum Sossusvlei und zum Deadvlei haben es besonders die letzten 5 Kilometer in sich, für die ein Allradfahrzeug ein Muss ist. Die Dünen hier in der Namib sind die höchsten Dünen der Welt. Wenn man den schweißtreibenden Aufstieg auf sich nimmt, wird man mit einem irren Ausblick über das Dünenmeer belohnt. Ein absolutes Highlight ist der Sonnenaufgang im Deadvlei. Der Deadvlei ist eine Tonpfanne, in der über 800 Jahre alte Kameldornbäume aus einer Zeit, in der es hier mehr Wasser gab, stehen und die aufgrund der fehlenden Feuchtigkeit hier nicht verwittern. Morgens alleine an diesem unwirklichen Ort zu stehen, wo eine Totenstille herrscht und beim Sonnenaufgang zu erleben, wie sich minütlich die Farben ändern, ist einfach magisch und nicht von dieser Welt. Unser nächstes Ziel ist Swakopmund. Einst das südlichste deutsche Seebad ist heute ein moderner Küstenort mit einer Mischung aus neuen Lofthäusern und schön restaurierten Kolonialzeitbauten. Wir übernachten hier 2 Nächte am Rande der Stadt in der Desert Breeze Lodge, die Unterkunft mit dem vermutlich geilsten Ausblick in ganz Swakopmund. Direkt hinter der Desert Breeze Lodge im Dünengürtel machen wir eine wirklich spannende und informative Living Desert Tour. Und diese Tunnelspinne, die macht auch mit ihrem Spinnengewebe, so wie eine Spaghetti, so einen Tunnel in den Sand rein, so tief ungefähr. Und da unten sitzt die jetzt. Diese Tunnelspinne gelaufen und das ist gerade mal die erste, die wir sehen. So, das ist hier nicht immer, was man sieht, aber manchmal, was man nicht sieht in dieser Wüste. Aber wir wissen, das ist da. Dann haben wir, seht, um das Auge ist das so eine leuchtend gelbe Farbe und ein bisschen am Bauch. Ja.
So, nachts kann man ja mit der UV-Lampe losgehen und dann kann man Skorpione suchen, weil die sind dann glow in the dark. Und der Gecko, der glüht auch an diesen Teilen, dann kann man den auch nachts mit der UV-Lampe erkennen. Also fluoresziert. Ja. Nördlich von Swakopmund liegt Cape Cross, eine riesige Kolonie südafrikanischer Seebären. In den letzten Jahren ist die Population hier regelrecht explodiert. Während der Paarungszeit zwischen September und Dezember herrscht hier ein buntes Treiben. Ab Ende November kommen hier in dem großen Durcheinander von mehreren 100.000 Tieren auch noch viele Jungtiere dazu. Danach verlassen wir die Küste und nähern uns mit großen Schritten allmählich dem absoluten Highlight unserer Namibia-Rundreise, dem Etosha Nationalpark. Auf der C35 fahren wir weiter Richtung Nordosten und legen einen Zwischenstopp an der Spitzkoppe ein. Knapp 700 Meter erhebt sich das Matterhorn Namibias über die ansonsten flache Ebene. Im Etosha Nationalpark angekommen, übernachten wir zunächst ganz im Westen des Parks im Dolomite Camp. Ein Infinity Pool und dieser Ausblick über die weite Ebene machen das Dolomite Camp zur perfekten Unterkunft. Im Zentrum des Parks übernachten wir im Okakujo Camp, von dem wir eher weniger begeistert sind. Ganz im Osten, direkt an einem der Gates zum Etosha Nationalpark, haben wir dann wieder etwas mehr Glück und übernachten in der außerordentlich luxuriösen King Nihale Lodge. Von den Unterkünften aus machen wir viele Ausflüge und fahren mit dem Auto der Reihe nach fast alle Wasserlöcher im Etosha ab. Hier, in der puren Wildnis, ist es unbeschreiblich, so viele Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten zu können. Da passiert es uns auch schon einmal, dass wir die Zeit vergessen und nicht wie eigentlich vorgeschrieben bis zum Sonnenuntergang zurück im Camp sind. Und das alles haben wir im Etosha Nationalpark erlebt.